Hallo, das sollte ein Livestream werden und ich übe noch. YouTube stellt mich vor Herausforderungen. Als Neuling, ja, gibt es da viel zu entdecken. Heute geht es um Solarkocher, ähm, Hausmannskost. Also das werde ich im heutigen Video zeigen. Und zum Schluss mache ich natürlich einen schönen Abspann mit, ihr wollt sicherlich noch mehr Videos von mir sehen. So, dann zeige ich mich natürlich einmal. Weil ich habe gehört, das ist gut, wenn man sich zeigt. Ähm, so, also Solarkocher. Dann, man sieht es hier, es dampft. Hier ist das Thermometer. Ich habe es noch nicht reingetan, weil ich weiß, wenn es dampft, dann haben wir 100 Grad. Und jetzt gucken wir mal, ob das auch stimmt, wenn es Dampf gibt. Und da sieht man auch schon, was ich drin ähm, vorbereitet habe. So, ähm, ich gucke gerade mal, ob die Kartoffeln gar sind. Oh ja, die sind gar, sehr gut. Schon gesalzen, ein bisschen Rapsöl rüber. Das hier sind, ich kann es nicht aussprechen, gefüllte, gefüllte Sachen. Ähm, Zwiebeln ähm, und na, Sellerie ist drunter. Salz, Pfeffer, Öl. Und hier habe ich Rotkohl mit Würstchen. Und auch wieder so eine gefüllte Sache. So, ich schiebe nochmal zu. Dann zeige ich euch gerade den Rest. Und das müsste aber schon gut sein. Ich zeige euch jetzt mal, ach, wieder zum Spaß. Hier wird Strom produziert. Auch wenn ich normal koche, wird natürlich die Solarenergie benutzt. Für dieses Gerät hier langt es, das in die Sonne zu stellen. Für den Solarkocher GoSun Fusion. Ähm, Der würde sogar hier mit Strom gehen, also bei Regen und nachts. Aber ich habe meistens mittags Hunger und mittags scheint die Sonne. Und ja, und wenn die Sonne nicht scheint, dann nehme ich hier den Strom und speichere diesen und kann dann natürlich auch bei Regen mit Solarstrom kochen. Das hier sind die Reflektoren. Das Besondere ist, das ist eine Röhre. Dadurch ist er klein und wird schnell heiß. Die Sonne wird hier von den Reflektoren reflektiert und von der, in der Mitte der Röhre gehalten. Man kann es von außen anfassen, das ist nur lauwarm, aber hier drinnen haben wir jetzt 115 Grad steigend. So, dann zeige ich euch kurz mal, hier wird geflüchtet, Karottensaft mit Apfelsaft, Ingwer Bio-Shot. Salat wurde mir gerade zubereitet mit Parmesan. Und hier sieht man ein Airfryer-Gericht, auch mit extra Getränk. Und Airfryer ist auch eine einfache Methode zu gucken und läuft, wie gesagt, mit Solarstrom. Ach, dann zeige ich auch noch gerade Kameraschwenk. Hier ist die Inselanlage, draußen die Photovoltaik. Der Strom geht hier rein, wird gespeichert. Hier über die Steckdosen kann ich ihn entnehmen. Ups, hier über die Steckdosen kann ich ihn entnehmen. Die Grundlast wird aber auch eingespeist. Das ist das, was das Ganze lukrativ macht. Also die Grundlast 24/7 einspeisen ist das, was die Rentabilität, den Gewinn bringt. Und die Speicher sind heutzutage sehr günstig geworden. Hier ist zum Beispiel der kleine Speicher-Inselanlage. Die hatte ich jetzt beim Camping das erste Mal dabei und hat super funktioniert. Ich habe hier auch die Steckdosen und Wasserkocher, Kontaktgrill, Kaffeemaschine, Induktionsplatte, kann ich alles mit betreiben. Und hier über den 12 Volt, da kann ich dann die Starlink Internetantenne anschließen und dann hat die auch permanent Strom. So,
Und jetzt kann ich empfehlen, die Videos anzugucken, weil ich mache gerade die Supercharger Tour 2024 und da fahre ich durch ganz Europa. So, hier Tesla Gruppenreise Plug and Charge, wobei manchmal die Gruppe nur aus mir besteht. Und ja, wie halte ich das jetzt richtig? Ich hoffe, man hört mich noch vom Ton her. Also gerne meinen Kanal abonnieren und einen Daumen hoch. Ich als YouTube-Anfänger, mich freut es besonders. Ja, das nächste Video, also ich habe schon eins online gestellt auf YouTube, ist Solarkocher Kunst auf dem Campingplatz und meine Fahrten dorthin. Also sehr zu empfehlen. Schaut mal rein und vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Schönen Sonntag. Bis dann. Tschüssi.